Du planst Urlaub in Kroatien? Dann aufgepasst, denn es gibt typische Fehler, die viele Touristen jedes Jahr machen. Fehler, die dir den Urlaub richtig vermiesen können und die du garantiert vermeiden willst. In diesem Video zeige ich dir 10 Fehler und wie du sie ganz einfach umgehst. Also bleib dran und du wirst Kroatien wie ein Einheimischer erleben. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal über Kroatien, Urlaub und was dazwischen liegt. Festland ist schön, aber Inseln sind das Herz Kroatiens. Viele sagen, zu kompliziert, zu teuer, keine Zeit, aber verpassen dann Inselmagie pur. Plane mindestens einen Tagesausflug ein, nach Brač, Hvar, Vis, Dugi Otok und so weiter. Fähren sind günstiger als gedacht. Außerdem gibt es in Kroatien einige Inseln, die mit einer Brücke mit dem Festland verbunden sind, wie Krk, Pag, Murter. Wenn du aber zu denen gehörst, die es schon mehrmals gemacht haben, weißt du, wovon ich spreche. Kartenzahlung nicht überall. Kroatien ist zwar modern, aber in kleinen Cafés an Strandständen oder bei der Bäckerei kann es heißen nur Barzahlung. Immer etwas Bargeld in Euro dabei haben, am besten kleine Scheine. Ich habe persönlich noch nie bei uns in Kroatien Kaffee und andere Getränke mit der Karte bezahlt. Cannabis ist in Kroatien illegal. Seit 2013 gilt der Besitz geringer Mengen Cannabis für den Eigengebrauch jedoch nur noch als Ordnungswidrigkeit. Dennoch können empfindliche Strafen verhängt werden, Geldstrafe zwischen 660 und 2600 Euro oder alternativ 90 Tage Haft. Der Anbau und Verkauf von Cannabis gilt nach kroatischem Recht als Straftat. Es drohen mehrjährige Haftstrafen. Der Verkauf, Kauf und Konsum von CBD-Produkten ist in Kroatien legal, solange der THC-Gehalt nicht mehr als 0,2% beträgt. Romantik ja, legal nein. Viele denken, ich stelle mein Zelt oder Van einfach ans Meer, aber Wildcampen ist verboten, vor allem in Nationalparks und Küstenschutzgebieten. Selbst wenn du ein eigenes Grundstück hast, darfst du nicht darauf campen. Pass mal auf, die Strafe kann bis zu 1300 Euro betragen. Nutze offizielle Campingplätze oder Stellplätze. Es gibt viele tolle, oft direkt am Wasser. Kroatien ist mehr, aber auch viel mehr. Viele Touristen bleiben nur an der Küste. Split, Dubrovnik, Zadar, Rovinj. Wunderschön, ja, aber was ist mit dem Landesinneren? Besuche Plitvicer Seen oder Velebitgebirge. Interessant sind auch die Regionen Zagorje, Lika und Gorski Kotar oder sogar Slavonien. Dort bekommst du echte Kultur, weniger Touristen und günstigere Preise. Teuer, touristisch, mittelmäßig. Viele Restaurants direkt an der Uferpromenade oder in den Altstädten sind teuer und oft auf Massentourismus ausgelegt. Frag Einheimische oder schau auf Google Maps nach 4,5 Plus Sternen abseits der Hauptstraßen. Geh dorthin, wo auch Kroaten essen. Laut, respektlos und dann verwundert über genervte Blicke. Gerade in ruhigen Dörfern oder außerhalb der Saison sind manche Touristen zu laut, zu betrunken oder verhalten sich wie im All-Inclusive Resort. Verhalte dich wie ein Gast im Haus eines Freundes. Ein einfaches Dobar dan oder Hvala kann Herzen öffnen. Es kann auch regnen oder kühl werden. Auch in Kroatien gibt es Wetterumschwünge, Burawind, kühlere Abende. Pack einen Pullover, eine Windjacke und bequeme Schuhe für Ausflüge ein. Es kann die Kommunikation erschweren. Wir Kroaten sind ein offenes und freundliches Volk und wir unterhalten uns mit den Touristen sehr gerne. Doch kann die Politik für uns ein sehr heikles Thema sein. In der jüngsten Vergangenheit gab es viele Kriege und Streitigkeiten mit den Nachbarländern, an die sich nicht viele gerne erinnern. Deswegen ist es ratsam, die Dinge wie Jugoslawien einfach nicht zu erwähnen. Wenn du mit Familie oder Freunden in Kroatien essen gehst und mit dem Essen und dem Service zufrieden bist, reicht ein Danke einfach nicht aus. Ja, Kellner in Kroatien arbeiten für ein Gehalt, erwarten aber auch ein Trinkgeld. Andernfalls ist beim nächsten Mal möglicherweise kein Tisch für euch frei. Es gibt in Kroatien eine ungeschriebene Regel, 10% Trinkgeld für den Service zu geben.
Das Personal wird sich darüber freuen und beim nächsten Mal zu euch noch freundlicher sein. Und kanntest du schon alle 10 Fehler oder hast du selbst welche erlebt? Schreib's mir in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch, abonniere Braco TV und wir sehen uns im nächsten Video über Kroatien. Danke für die Aufmerksamkeit, tschüss!